Auf dem Flughafengelände passieren ganz viele verschiedene Sachen und alles wird gemanagt von einer Kontrollstelle und das nennt sich das HCC. Das ist eine Abteilung von der Swiss und heute dürfen wir mal einen Blick dahinter werfen. Das ist die neue Folge von Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Nico Zimmermann und ich freue mich heute sehr darauf, den Samir vom HCC kennenzulernen. Hoi Samir! Nico, freut mich, hoi! Du zeigst mir heute mal ein bisschen Hinterkulissen vom Tower. Komm gerne mit, da oben sind wir. Wow, aber schon mal perfekte Aussicht wahrscheinlich von da oben. Absolut, absolut. Herzlich willkommen bei uns im Airport-Steering. Danke vielmals. Ich bin mega gespannt, weil es ist irgendwie ganz so ein unscheinbares Büro, für das, dass das eigentlich das Herz des Flughafens ist. Absolut. Man kennt uns nicht, man sieht uns nicht im Alltag, aber genau, da oben sind wir. Aber man sieht vielleicht die Auswirkungen von dem, was ihr hier oben bestimmt und macht, oder? Ja, zusammen mit unseren Partnern bestreiten wow. wir den Oh mein Alltag Gott. bei uns oben. Genau, das ist so, ja. Ich habe mir das viel kleiner vorgestellt. Ja, das ist Wow. so. Das ist das Airport-Steering im Flughafen Zürich. Ja, also wenn man so von außen denkt, denkt man einfach, es ist ein ganz normales Büro, aber ich habe noch nie so viele Monitore auf einem Raum gesehen. Das ist so. Wir sind da alle Firmen, die hier am Flughafen Zürich arbeiten, sind Disponenten, sind in der Regel hier oben und hocken da, genau. Ja. Ja, wenn wir mal schauen, was das so die verschiedenen Stationen sind. Absolut, sehr gerne, können wir gerne machen. Einerseits haben wir hier Swissport Ja. OCC, vom Check-in über das Gate bis aufs Ramp und Coordinator, das sind alles Swissport-Angestellte. Ja. Sie hier oben machen die Flüge auch für uns zu, das heisst im System. Also sobald das Check-in fertig ist, tun sie den Flug zumachen im System. Ja. Und dann weiss man, wie viele Gäste kommen, muss man vielleicht noch Essen abstellen, zum Beispiel, je nach Klasse und so weiter. Ja. Und genau, darum sind wir da oben auch sehr happy, dass wir da so nah beieinander sitzen, weil der Austausch ist definitiv sehr wichtig. Absolut, man hört es überall schnell das Telefon, alle sind so ganz leislich miteinander am Reden. Ich kann mir vorstellen, das ist ein riesiger Vorteil, dass wir so nah beieinander sind. Absolut, absolut. Wir haben noch weitere Partner, ich kann dir das sonst gerade mal schnell zeigen. Einerseits eben Flughafen Zürich AG ist für uns auch sehr wichtig. Sie disponieren zum Beispiel die Standplätze und andererseits halten sie natürlich den ganzen Flugbetrieb am Laufen hier in Zürich. Ja. Wir haben Gate Gourmet, wir haben DSS, alles sehr wichtige Partner für uns. Ja. Und dadurch, dass wir so ein einzigartiges Setup hier oben haben, wo wir wirklich alle zusammenhocken und alle miteinander hier oben in einem Raum sind, haben wir wirklich Vorteile halt eben von diesen kurzen Wegen, die wir haben zueinander, wo wir einmal Sachen teilen kann, weil häufig geht es eben nicht nur jemand etwas an, sondern wenn wir ein Thema haben, dann muss es einerseits Swissport wissen, vielleicht aber auch noch DSS, Gate Gourmet oder eben auch der Flughafen. Ja. Jetzt nimmt mich aber mega Wunder, weil alle haben so fancy Arbeitsplätze, wie dein Arbeitsplatz aussieht. Absolut, komm mit. Dürfen wir schauen? Ich zeige das. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen am Arbeitsplatz. Da wären wir. Unfassbar spannend. Genau, ja. Was hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitore. Und einen 7. könnte man auch noch füllen. So ist das. Wir haben einerseits haben wir aber natürlich das Flight-Radar, das kennen sicher viele, wo wir auch noch die Zeiten abgleichen. Andererseits die Kameras. Jetzt da zum Beispiel sieht man ganz schön den Relix 16. Das ist der Juliet Hotel Kilo. Ja. Der wird gerade beladen für seine Reise nach New York, nach JFK. Ja. Da sehe ich jetzt, wir haben aktuell noch einen Slot mit etwa 3/4 Stunde Verspätung. Das ist geschuldet am Verkehrsaufkommen über Frankreich. Sobald wir mehr als 3 Minuten Verspätung haben, gilt das für uns als ein Delay, wo wir gehen schauen, was wie wo da nicht richtig gelaufen ist oder was man vielleicht auch in Zukunft an einem Prozess ändern könnte, dass es eben in Zukunft nicht mehr zu so einem Delay kommt. Dann sehen wir, um welche Zeit es ankommt. Also unser JFK-Flug würde am 10 Uhr Lokalzeit gehen. Ja. Und dann sehen wir jetzt den knappsten Anschluss, zum Beispiel da mit 75 Minuten ex-Frankfurt. Das ist die knappeste Zeit. Genau, das ist der knappste Anschluss jetzt auf diesem Flug. Wir haben sehr viele Umsteigende Gäste, also auch wenn wir hier schauen. Ich habe da wirklich ich habe eine ganze Liste an Gästen, die umsteigen hier in Zürich, jetzt auf diesen spezifischen Flug. Für die 75 Minuten ist nicht wirklich eine Challenge. Das Kann ist ich gar easy. nicht fragen, das geht einfach, oder? Das geht einfach, genau. Aber so im Sommerpeak, wenn wir volle Lufträume haben in Europa, die Flüger knapp reinkommen, dann ist es eine Challenge. Alles unter 40 Minuten ist für uns relevant. Dann unterscheiden wir nämlich auch die offizielle Anschlusszeit in dem Sinn. Und dann müssen wir anfangen zu schauen, was wir jetzt genau machen. Samir, du hast da irgendwie mehrere Telefone, du hast Funkgeräte auf dem Tisch. Genau. Wie tust du da mit welchen Leuten kommunizieren? Wir kommen
häufig geben genau dann das Telefon über, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Also das kann sein, dass uns ein Check-in-Agent anruft, ein Gate-Agent. Es kann sein, dass Kollegen von der Swissport oder von der ISS zu uns überlaufen und hier an den Arbeitsplatz kommen, wenn sie es mitbekommen. Ja, also wir haben wirklich von all over Flughafen Zürich kommen die Telefone zu uns oder eben die Leute kommen physisch zu uns. Ja. Und dann versucht man in der Regel einfach immer die beste Lösung zu finden, dass man den Flug sicher und gleich noch pünktlich operieren kann. Genau. Da ist sicher auch noch interessant. Wir haben jetzt vorher davon geredet, dass der LX16 durch einen Slot hat. Da haben wir irgendeine Regulation oder irgendeinen Luftraum, wo mehr Demand hat, weder dass er Kapazität hat. Und dann tut die Eurocontrol in Brüssel dann Slots generieren. Okay. Das heisst, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Flüger sich dort stauen in dem Sinn. Weil das geht in der Luft nicht so gut, oder? Und das wäre auch überhaupt nicht effizient. Ja. Und darum gibt es dann eben diese Slots. Sehr spannend. Jetzt kommt ja dann bald schon unser 350er. Was ist dort anders im Gegensatz zu den bisherigen Flugzeugen in unserer Flotte? Grundsätzlich kann man sagen, ein 350er braucht das Gleiche wie auch die anderen Flugzeugtypen. Oder? Wir haben einerseits neue Prozesszeiten, die auf den 350er dann, oder auf den 350er zugeschnitten sind. Gewisse Sachen, die vielleicht ein bisschen länger gehen oder ein bisschen schneller gehen. Das hängt aber hauptsächlich eigentlich mit der Kapazität des Flügers zusammen. Also wie viele Gäste haben drauf Platz und dementsprechend wie lange geht zum Beispiel ein Boarding. Was gibt es schon für Abteilungen hier oben? Wir haben einerseits hier vorne noch die Kantonspolizei, die für uns entscheidet, wo hat man wie viele Sicherheitskontrollenlinien offen zu jeder Zeit. Ja. Und bei den Langstrecken ist es so, dass gewisse Destinationen in Zürich nochmal durch die Sicherheitskontrolle. Da tut dann die Kantonspolizei, also der Disponent hier oben, zusammen mit dem Flughafen ganz genau schauen, hey, wo stellen wir welchen Flüger an? Ah, okay, so und so viele Passagiere. Okay, dann tun wir das zusammen so koordinieren, dass es so effizient wie möglich ist. Ja. Das finde ich mega ein spannender Punkt, weil ich glaube, aus der Gast- oder Passagiersicht, wenn man einfach, ich sage jetzt mal, dem Passagierflow durch den Flughafen geht, dann funktioniert ja alles mega effizient. Genau. Und es ist mega spannend, dass an diesen Abteilungen und Stellen da das wie so gesteuert wird und die Wellen so ein bisschen ausbalanciert werden. Das ist so, absolut. Hinten hat es noch Busdispositionen. Sind das wirklich die roten Busse? Das sind die roten grossen Busse, genau, korrekt. Wir haben doch eine beträchtliche Anzahl an Flügen, die auf Offenstandplätzen abgefertigt werden. Und das sind sie für uns natürlich essentiell, weil sie fahren unsere Gäste vom Flüger ins Terminal und umgekehrt. Es ist ein unglaubliches Miteinander, das hier oben stattfinden muss. Mega. Wenn jetzt da Full House ist, eben sogar, es ist jetzt 9:45, jetzt wird es langsam recht busy hier oben. Wie viele Leute sind total hier oben? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich würde sagen, so um die 40 Leute. Ja. Wow. Ja, genau. Ja. Und am Mittag könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist ja so ein bisschen, wie man es aus dem Film kennt, wie an der New Yorker Börse. Wirklich? So erkläre ich es mir gerne. Genau. So ist das. Sehr spannend. Ja, okay, da wird einiges los sein. Da ist einiges los. Da wird umeinander gerufen, überall ist ein Telefon, Funk. Und gleich irgendwie das Chaos, aber gleich eine Ordnung drin. Genau. Wie schaffst du es, dort so einen kühlen Kopf zu behalten? Weil es sind ja viele verschiedene Sachen, die du gleichzeitig im Auge behalten musst. Man lernt Prioritäten setzen. Absolut. Also die wichtigen Sachen zuerst und alles andere nachher. Ja. Genau. Das macht, glaube ich, jeder hier oben. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Anders geht es nicht. Ja. Das ist mega spannend. Genau. Hey, es war unglaublich interessant, was von hier oben alles koordiniert wird und gemanagt wird. Und ich würde am liebsten noch stundenlang dir über die Schulter schauen. Danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen und uns hier eine kleine Führung gegeben. Sehr gerne. Jederzeit. Ich wünsche dir. Es ist 10 Uhr, ich lande dich arbeiten, weil jetzt wird es börsenmässig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, Samir. Das war es von der heutigen Folge von Swiss Behind the Wings, wo wir am Vormittag können Samir über die Schulter blicken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Swiss Behind the Wings.